Du hast mir gesagt, ihr seid reich. Du hast gesagt, Geld ist kein Problem. Lisa, du bist meine Nachbarin. Arm zu sein ist nicht schlimm, aber zu lügen ist schlimm. Du hast gesagt, dein Sohn ist krank. Du hast gesagt, ihr habt kein Essen. Warum hast du mich angelogen? Warum hast du mich getäuscht? Lisa, du bist eine Lügnerin. Du bist hier nicht willkommen. Verschwinde sofort aus meinem Haus. Ich wollte mich nur für einen Tag besonders fühlen. Ich wollte mich reich fühlen. Sie haben mich ausgelacht. Alle auf der Party haben mich ausgelacht. Ich wollte schön aussehen. Aber Sarah hat ihnen alles erzählt. Jetzt wissen sie, dass ich nicht reich bin. Ich bin nur die arme Lisa. Wir sollten mehr Bäume pflanzen. Das wäre gut für die Umwelt und für unsere Zukunft. Ja, Bäume geben uns saubere Luft und machen die Welt schöner. Warum lebe ich so? Alte Kleidung, ein kaputtes Haus. Kein Respekt, keine Freunde, kein Geld, nichts. Ich glaube, eure Mutter ist zurück. Ich gehe nach ihr sehen. Ihr lernt weiter. Gold, ein Auto, ein großes Haus. Das will ich. Ich will mehr. Lisa, was ist passiert? Warum weinst du? Du bist der Grund für all das, Thomas. Ich? Was habe ich denn getan? Ich saß einfach nur hier mit den Kindern. Die Leute haben sich über mich lustig gemacht, weil ich arm bin. Weil ich keine schönen Dinge habe. Es tut mir wirklich leid, Lisa. Ich weiß, dass alles schwer ist. Ich gebe mein Bestes. Du tust gar nichts. Du bist ein nutzloser Ehemann. Lisa, ich habe dir schon so oft gesagt, Geld ist nicht alles. Für mich ist Geld alles. Ich will dieses arme Leben nicht. Hör mir jetzt gut zu. Geh raus und verdiene mehr Geld. Es ist mir egal wie. Bring einfach mehr Geld nach Hause. Nur dann kann ich glücklich leben. Was ist, wenn ich nicht mehr Geld bringen kann? Dann werde ich dieses Haus verlassen. Ich werde für immer gehen und nie wieder zurückkehren. Bitte Lisa, tu das nicht. Ich habe genug von diesem armen Leben. Ich werde gehen, Thomas. Ich werde den Kindern die Wahrheit sagen. Dass ich nicht ihre richtige Mutter bin. Dann bin ich weg und suche mir einen reichen Ehemann. Nein. Bitte, tu das nicht. Die Kinder lieben dich sehr. Sie wissen nicht, dass ihre echte Mutter tot ist. Es würde ihnen das Herz brechen. Das ist mir egal. So wie dir ich egal bin. Du hast eine Woche. Nur eine Woche. Verdiene mehr, sonst bin ich weg. Was mache ich falsch? Ich stehe früh auf. Ich arbeite den ganzen Tag. Ich bringe nach Hause, was ich kann. Ich versuche, ein guter Mensch zu sein. Aber Lisa sagt, es reicht nicht. Sie sagt, sie wird gehen. Sie wird den Kindern von ihrer echten Mutter erzählen. Arme Kinder. Das wird sie sehr schockieren. Sie werden traurig und gebrochen sein. Ich liebe meine Kinder. Ich will nicht, dass sie traurig sind. Clara, Klaus. Ich liebe euch beide so sehr. Ich will nicht, dass ihr leidet. Aber ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Vielleicht hat Lisa recht. Geld bringt Glück. Vielleicht reicht es nicht, ehrlich zu sein. Menschen mit Geld leben leicht.
Lisa, ich gehe ins Büro. Geh ins Büro oder in den Club. Ist mir egal. Du hast eine Woche. Verdien mehr Geld oder ich gehe. Bitte sag das nicht. Wir können ohne dich nicht leben. Das ist meine endgültige Entscheidung. Verdiene mehr oder du weißt, was passieren wird. Das ist meine letzte Warnung. Ich meine es ernst. Hallo wieder hier Thomas. Immer noch fleißig am Arbeiten? Hallo Herr Ralf. Ja, ich arbeite hart. Aber immer noch kein großes Geld, oder? Ja, kein großes Geld. Meine Frau ist wütend. Sie will mehr. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Deshalb bin ich zurückgekommen. Ich will dir helfen. Du bist ein guter Mann, Thomas. Aber gute Männer brauchen auch Geld. Komm mit mir zum Parkplatz. Hier, dieses Geld ist für dich. Mehr als beim letzten Mal. Genug, damit du alles für deine Familie kaufen kannst. Alles kaufen? Ja, mit diesem Geld wirst du all deine Träume verwirklichen. Ist es sicher? Ja, sehr sicher. Du unterschreibst nur die Papiere. Das ist alles. Niemand wird es wissen. Niemand wird Fragen stellen. Aber was ist, wenn es jemand herausfindet? Was ist, wenn die Polizei davon erfährt? Nein, das wird nicht passieren. Viele Leute machen das. Es ist leicht. Das ist die Abkürzung zum Erfolg. Dir wird nichts passieren. Ich will nicht ins Gefängnis. Ich habe Kinder. Du kommst nicht ins Gefängnis. Versprochen. Nimm einfach das Geld. Kauf, was du willst. Gib deiner Familie ein besseres Leben. Nur dieses eine Mal. Nur für meine Familie. Natürlich. Nur dieses eine Mal. Hier ist deine Akte. Ich habe sie unterschrieben. Du hast die richtige Entscheidung getroffen. Du bist ein kluger Mann, Thomas. Das ist so viel Geld. Davon kann ich Essen kaufen. Davon kann ich das Haus reparieren. Davon kann ich Lisa glücklich machen. Davon kann ich meine Kinder glücklich machen. Lisa wird mich jetzt nicht verlassen. Sie wird mich endlich respektieren. Das wird Glück für meine Familie kaufen. Ich bin nicht mehr arm. Ich bin jetzt reich. Ich kann alles kaufen. Nichts wird schiefgehen. Alles wird gut werden. Du kommst schon wieder spät nach Hause. Kein Anruf, keine Nachricht. Die Arbeit heute war sehr anstrengend. Ich hatte einen langen Tag. Denk daran, du hast eine Woche. Dann gehe ich. Danach kannst du so viel arbeiten, wie du willst. Ich habe gebracht, was du wolltest, Lisa. Komm her und sieh dir das an. Das ist Geld für dich. Für das Haus. Für die Kinder. Das ist viel Geld. Woher hast du es? Von der Arbeit. Ich habe jemandem geholfen. Ich habe einige Papiere unterschrieben. Du hast es nicht gestohlen, oder? Nein. Das ist nur Geschäft. Endlich etwas Gutes. Ich kann neue Kleidung kaufen. Wirklich teure Kleidung, keine billige. Lisa, vielleicht sollten wir es für Essen. Für die Miete. Für die Kinder benutzen. Sei nicht langweilig, Thomas. Lass mich ein bisschen genießen. Es ist genug Geld da, um viel Essen zu kaufen. Aber zuerst will ich gut aussehen. Ich will mich reich fühlen.
Wohin gehst du? Alle Geschäfte sind geschlossen. Du weißt es nicht. Die Reichen schlafen nie, Thomas. Manche Einkaufszentren haben 24 Stunden geöffnet. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren.